Wir möchten Ihnen in diesem Video die bedeutendste Neuerung von der alten zur neuen App vorstellen, das Stellwerk und seine Funktionen. Beginnen wir mit dem allgemeinen Layout des Stellwerks. Ganz unten finden Sie eine Leiste mit den verschiedenen Namen Ihrer Stellwerksseiten. Rechts davon können Sie mit Klick auf das Plus-Symbol eine neue Seite hinzufügen, mit dem Stiftsymbol den Seitennamen bearbeiten oder die aktuelle Seite komplett löschen, wenn Sie auf das Papierkorb-Symbol klicken. Wenn Sie einen Seitennamen länger gedrückt halten, haben Sie auch die Möglichkeit, die Seite einfach an eine andere Stelle in der Reihenfolge zu ziehen. Sobald Sie Änderungen an Ihrem Stellwerk vorgenommen haben, befinden sich links oben zwei Pfeile, mit denen Sie Aktionen rückgängig machen oder wiederholen können. Die darauffolgenden 3 Symbole haben die Aufgabe, das Verschieben und Drehen der Steuerungselemente zu erleichtern. Ist das Rastersymbol aktiviert, werden Rasterlinien als Hilfe angezeigt, die nach erfolgreichem Konfigurieren des Stellwerks auch wieder ausgeblendet werden können. Das Rastersymbol mit dem Magneten bewirkt, dass die Weichen und Symbole leicht an einem bestimmten Punkt anheften. Ist diese Funktion deaktiviert, lassen sich die Elemente völlig frei verschieben. So ähnlich ist es auch mit dem Winkelsymbol. Ist es aktiviert, werden die Weichen immer im selben Winkel gedreht. Ohne dieses Symbol können sie beliebig gedreht werden. Mit dem Diskettensymbol wird der derzeitige Stand Ihrer Anlage gespeichert. Bevor Sie beginnen, ein Stellwerk anzufertigen, sollten Sie sich mit der zur Verfügung stehenden Fläche vertraut machen. Wenn Sie mit 2 Fingern ganz nach außen zoomen, stellen Sie fest, dass die Seite nicht immer weiter zu verschieben ist. Durch die Zoom-Funktion bietet sich dennoch genug Platz für alle Steuerungselemente. Alle Steuerungselemente werden mit dem Plus-Symbol oben rechts hinzugefügt. Dort stehen verschiedene Weichen, Gleise, Belegtmelder, Signale und Fahrstraßen zur Auswahl. Wenn Sie ein neues Element auswählen, wird es automatisch in der Mitte der derzeitigen Ansicht erstellt. Nachdem mindestens 2 Weichen angelegt wurden, können diese an den Enden miteinander verbunden werden. Dazu müssen Sie zuerst eine Weiche kurz antippen. Berühren Sie nun einen dieser kleinen Pfeile, erscheint ein Gleis, welches Sie so lange ziehen können, bis Sie es an ein anderes Weichenende andocken. Dort verbindet es sich dann automatisch. Wenn Sie an der Weiche ziehen und nicht mit einem anderen Element verbinden, verschwindet das begonnene Gleis wieder, sobald Sie es loslassen. Alle Krümmungen der Gleise, die durch das Zusammenfügen der Elemente entstehen, können Sie manuell anpassen. Entweder indem Sie auf das Gleis klicken und dann nach außen oder innen ziehen, oder Sie klicken auf das Gleis und dann auf das Stiftsymbol rechts oben. Es öffnet sich ein Fenster mit einem Regler, den Sie nach links oder rechts verschieben können und damit die Krümmung beeinflussen. Zum Drehen der Weichen tippen Sie die Weiche zuerst kurz an. Dann berühren Sie die Weiche an 2 Seiten mit 2 Fingern und drehen Sie Ihre Finger dann in die gewünschte Richtung. Einzelne Weichen können auch immer wieder verschoben werden und die angehängten Gleise passen sich sofort an. Das gesamte Gleisbild zu verschieben ist derzeit nicht möglich. Ein Steuerungselement zu löschen funktioniert mit Hilfe des Papierkorb-Symbols rechts oben. Tippen Sie das gewünschte Element an und dann auf das Symbol. Alle Gleise, die mit der gelöschten Weiche verbunden waren, sind somit auch verschwunden. Falls das versehentlich passiert, können Teile mit dem Rückgängig-Pfeil links oben wiederhergestellt werden, sofern Sie die Anlage noch nicht gespeichert haben. Für die Konfiguration der Steuerungselemente tippen Sie diese kurz an und klicken Sie dann auf das Stiftsymbol rechts oben. In diesem Fenster können Sie die Adressen wählen und den Status konfigurieren. Mit Klick auf die Grafik des Elements neben der Programmierung übernimmt das Steuerungselement die von Ihnen gewählte Einstellung. Die Belegtmelder-Konfiguration unterscheidet sich je nach ausgewähltem Typ ein wenig. Jedoch sind die Einstellungen immer nach demselben Schema aufgebaut. Nachdem Sie einen Belegtmelder angelegt haben, können Sie das Element auf einem Ihrer Gleisstücke platzieren. Klicken Sie dann auf das Stiftsymbol rechts oben, öffnet sich ein Konfigurationsfenster, so wie bei den anderen Steuerungselementen. Dort können Sie den Typ des Belegtmelders auswählen und die jeweiligen Einstellungen vornehmen.
Die Fahrstraßen finden Sie in der Liste der Steuerungselemente ganz unten. Nachdem Sie eine Fahrstraße erstellt haben, tippen Sie sie kurz an und klicken dann auf das Stiftsymbol oben rechts. Hier können Sie die Fahrstraße benennen. In dem Konfigurationsfenster unten befindet sich die Option Route wählen oder das Plus-Symbol. Klicken Sie darauf, können Sie auf die Weichen klicken, die Sie zur Fahrstraße hinzufügen möchten, und auch festlegen, in welchem Zustand die Weiche sein sollte. Haben Sie alle nötigen Elemente hinzugefügt, klicken Sie auf Fertig oder das X-Symbol. Wenn Sie im Nachhinein noch etwas an den Elementen der Fahrstraße ändern wollen, tippen Sie auf das Stiftsymbol im Konfigurationsfenster der Fahrstraße. Wenn Sie die Elemente dann rechts halten, können Sie die Reihenfolge ändern. Oder wenn Sie auf das Löschen-Symbol links tippen, können Sie sie löschen. Fahrstraßen können nur auf Elemente zugreifen, die sich auf derselben Seite befinden. Somit wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrer Z21-App.